Kürzlich hat ein Startup-Unternehmen bei mir angefragt, ob ich einen Prototyp für sie bauen kann. Und ja, weil ich die Idee ehrlich gesagt ziemlich spannend fand, habe ich zugesagt. Aus meinem jugendlichen Leichtsinn heraus. Als ich mich dann aber an die Planung gemacht habe, musste ich relativ schnell feststellen, dass es da einige Schwierigkeiten und Stolpersteine gibt. Ich sage nur 15 mm Beton, Ramba-Muffen, Millimeterarbeit, Rundungen, schwarz und weiß. Naja, jetzt schauen wir mal, ich bin zuversichtlich, dass es was wird. Und wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch. Ich habe mir übrigens für das Startup noch ein kleines Gimmick einfallen lassen. Davon weiß die Firma noch nichts. Und ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen werden. So, nicht lange rumgeredet, jetzt fangen wir an. Zuerst habe ich wie immer mit dem Schalungsbau angefangen. Da der in dem Fall aber nicht wirklich spektakulär ist, erzähle ich euch lieber ein bisschen was zu dem Startup. Und zwar ist es eine Firma, die sich auf die Herstellung von Arbeitsplätzen fürs Homeoffice spezialisiert hat. Ja, die stellen Tische her, die man ins ganz normale Wohnumfeld integrieren kann mit einem modernen Design, die höhenverstellbar sein werden und vor allem die man auch zusammenklappen kann, dass man sie platzsparend verstauen kann. Ja, viele von euch kennen es wahrscheinlich, wenn ihr in einer kleinen Wohnung wohnt. Wo habt ihr gearbeitet während dem Lockdown? Oder jetzt auch, wenn ihr Homeoffice habt, wahrscheinlich meistens am Küchentisch. Und das Problem soll eben damit angegangen werden, weil es eben keine wirklichen Arbeitsplätze fürs Homeoffice gibt, die man dann auch in kleinen Wohnungen in den normalen Wohnalltag integrieren kann und dann eben auch verstauen kann. Es ist jetzt so, dass die Standardarbeitsplatte, die das Unternehmen anbieten wird, natürlich aus Holz sein wird, aber dem Geschäftsführer gefällt Betonoptik und die Haptik ziemlich gut und da hat er mich angesprochen und gefragt, ob man da nicht auch mal einen Prototypen aus Beton bauen kann. Und wenn das funktioniert, ja, dann wird er sich vielleicht überlegen, ob er da auch die Platten in sein Sortiment aufnimmt. Für mich ist natürlich jetzt das Problem, dass die Platten nicht so schwer sein dürfen. Deswegen müssen sie relativ dünn sein. Die werden 15 mm stark sein und als weitere Herausforderung, vielleicht die größte Herausforderung bei dem Projekt ist, dass die Platte fest mit dem Tischgestell verbunden sein muss, weil man die Tischplatte ja nach oben wegklappen kann. Das bedeutet, ich muss in die Platte irgendwelche Befestigungen integrieren, wo man das Gestell und die Platte dann fest verschrauben kann. Und das wird nicht ganz so einfach, aber ich habe eine Idee, was ich da machen werde. Schauen wir mal, ob es auch funktioniert. Die abgerundeten Kanten der Platte haben den Radius von 5 cm und die Umsetzung, die war jetzt nicht besonders schwierig, habt ihr ja gesehen. Das habe ich euch ja in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Und dann hoffe ich, dass der Rest jetzt auch noch so problemlos verläuft, weil sonst kann es sein, dass ich auch noch ein Zeitproblem kriege. Die Messe ist nämlich schon in 2 Wochen. Die Schalungsform ist fertig. Bis dahin noch kein Problem, aber jetzt kommt die erste Schwierigkeit, weil die Tischplatte nämlich fest am Tischgestell fixiert werden muss, weil der Tisch später so klappbar sein soll, die Platte. Ja, und das bei 15 mm Beton. Die Vorgabe ist, dass das Gestell von hinten mit Schrauben auf die Platte draufgeschraubt wird. Das bedeutet, ich muss mir jetzt irgendwelche Befestigungspunkte an den vorgegebenen Stellen in den Beton mit einbetonieren. Und das Ganze muss natürlich später auch ziemlich genau auf den Millimeter passen, weil viel Spiel hat man bei den Schrauben nicht. Ja, wie würdet ihr jetzt da vorgehen? Na, habt ihr eine Idee? Also ich werde damit arbeiten, mit solchen Abstandshaltern hier. Und wie zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich mir hier genau die benötigten Befestigungspunkte von der Mitte her ausgemessen und dann hier mittig angezeichnet und vorgebohrt. Das Ganze habe ich an beiden Seiten gemacht, dann kann man es beidseitig jeweils hier so am Strich anlegen und dann hat man überall genau den gleichen Abstand. Die Bohrung habe ich mit der Tischbohrmaschine gemacht, weil es ist nämlich wichtig, dass die Schrauben später genau senkrecht im Beton stehen, weil sonst ist nämlich später dann die Ramba-Muffe auch kaum im Beton einbetoniert und dann hat man bei der Befestigung Probleme. Für die Befestigung habe ich mir hier so Ramba-Muffen besorgt, M5 mit einer Länge von 10 mm und die sind normalerweise für die Befestigung in Holz gedacht. Aber die kann man natürlich auch einbetonieren und durch das Gewinde sollten sie dann auch fest im Beton halten. Und die werden jetzt hier einfach so aufgeschraubt. Dann kann ich nämlich jetzt dann die Tiefe, die ich im Beton benötige, Millimeter genau einstellen. So zumindest in der Theorie. Ich hoffe natürlich, dass es in der Praxis dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das ist ja dann entscheidend. Ja, das erste Problem habe ich jetzt mal gelöst, zumindest theoretisch, und es geht aber auch gleich mit dem nächsten Problem weiter. Die nächste Herausforderung ist die Farbe der Tischplatten. Ich soll 2 Tischplatten herstellen, eine schwarz, also möglichst dunkelschwarz, und die andere in weiß. Und jeder von euch, der schon mal Beton gefärbt hat, in schwarz, der weiß, dass es nicht so ganz einfach ist, weil man meistens nur so einen Anthrazitton hinbekommt, also so ein Blau. Und deswegen ist es wichtig, dass man da dunkle Zuschläge verwendet. Deswegen werde ich hier als Gesteinskernung Basaltsand verwenden, weil der ist nämlich schon ziemlich schwarz. Dann noch unser schwarzes Flüssigpigment, weil ohne Farbe geht es nicht. Und dann habe ich hier noch was die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen werden. Und zwar haben wir in unserem Shop jetzt auch Microsilica. Das hier, das ist flüssig
und es hat einen anthrazitfarbenen Farbton, weil das meiste, was so auf dem Markt unter Microsilika angeboten wird, das weiße Pulver, das ist eigentlich kein richtiges Microsilika, sondern Silica Fume. Und ich habe mir sagen lassen, richtiges Microsilika hat einen dunklen Farbton. Das ist übrigens auch ein Profiprodukt, was die Industrie verwendet, und da hat es den Vorteil, dass es eben zu keinerlei Staubentwicklung kommt, lässt sich angenehm verarbeiten, und vom Farbton kommt es für uns ja jetzt auch entgegen, weil wir wollen ja schwarzen Beton herstellen. Und dann komme ich hier noch zur Überraschung, die ich geplant habe. Ich werde nämlich der Betonmischung noch Magnetitsand beimischen und dann kann man später an dem Beton Magnete anhaften. Und wenn man die Tischplatte dann aufstellt, dann kann man zum Beispiel die Platte als Pinnwand verwenden, oder wenn man im Homeoffice draußen auf der Terrasse arbeiten will, dann kann man damit irgendwelche Blätter und Zeitschriften auf der Tischplatte fixieren, dass sie der Wind eben nicht wegweht. Davon weiß die Firma noch nichts. Ich finde es eine gute Idee, ändert an der Optik nichts, und dann bin ich mal gespannt, was sie dazu sagen. Die einzelnen Komponenten, also hier die Zusatzmittel für den schwarzen Beton, die schwarzen Farbpigmente, das Microsilika und das Fließmittel habe ich mir dann abgewogen. Und wenn euch interessiert, wie ihr euch die Betonmischung herstellen könnt, da will ich jetzt heute nicht mehr drauf eingehen, da habe ich in der Vergangenheit schon ein Video dazu gemacht, und eine Mischanleitung findet ihr außerdem dazu auch noch auf meinem Blog. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Gießen. Die Konsistenz vom Mörtel ist gut, würde ich sagen. Und was mich echt mal interessieren wird, ist, ob es ein paar von euch gibt, die meine Mörtelmischung schon mal selbst gemischt haben, getestet haben, und vor allem, wie euer Fazit ist. Weil wir haben nämlich für unseren Shop auch eine eigene Mischung geplant. Da sind wir aktuell noch in den Vorbereitungen, aber da wird demnächst einiges kommen. Konkret ist da zum Beispiel eine Zementmischung geplant, in der schon Feinst- und Mikrozuschläge enthalten sind und in die der Endanwender dann nur noch Sand dazugeben muss, in der Körnung, die er eben braucht. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Sache, weil man sich da den Einkauf von den ganzen Einzelkomponenten spart, und ja, an die meisten Sachen kommt man auch nicht so ganz einfach ran und eben nur in größeren Gebinden. Da hat man dann alles in einem Sack, mischt nur noch Sand dazu und hat eine fertige Mischung. Da sind wir jetzt aktuell mit einem Zementhersteller in Kontakt und mal schauen, was sich daraus ergibt. Zur Bewehrung der Tischplatten habe ich wieder ein Basaltfasergewebe verwendet. Das habe ich möglichst weit oben in die Tischplatte eingearbeitet, weil es da die meisten Kräfte aufnehmen kann. Und dann müssen jetzt eigentlich nur noch möglichst genau die Rambarmuffen fixiert werden. Da habe ich insgesamt 12 Befestigungspunkte, mit denen dann später die Halterung, die Elektronik und die Steuerung unter der Tischplatte befestigt werden. Was bei dieser Arbeit natürlich ein bisschen tricky war, war das Einbringen der Rambarmuffen in den Beton, weil natürlich an vielen Stellen unter dem Beton das Armierungsgewebe gelegen war, und dann hat man es ein bisschen ausgleichen müssen durch ein bisschen Wackeln, weil sonst hätte man halt die Muffen nicht reingebracht. Aber das Gewebe ist ja zum Glück ein bisschen flexibel. Das Übelste bei der Arbeit mit Pigmenten ist dann immer sauber machen, weil die Farbwirkung von unserem Flüssigpigment ist echt extrem. Ich zeige es euch gerade mal. Schaut mal her, den Becher habe ich gerade schon ausgewaschen, da ist nur noch ein bisschen Restpigment mit Wasser drin, und jetzt passt mal auf. Ich fülle jetzt das Ganze hier mal mit klarem Wasser auf und dann schaut mal, was passiert. Das waren jetzt 1,6 Liter. Wie ihr sehen könnt, ist das Wasser immer noch tief schwarz, also die Farbwirkung ist echt extrem, da braucht man einiges, um das zu neutralisieren. Ja, jetzt muss ich hier alles sauber machen, die ganzen Bottige und alles, Mixer. Die Arbeit hasse ich am Betonieren, aber gehört halt auch dazu. Wir sehen uns morgen wieder. Durch den verwendeten CEM 1 in Kombination mit dem Fließmittel, dem Microsilika und auch dem geringen Wasseranteil härtet der Beton ziemlich schnell aus. Also ich habe bereits nach 12 Stunden ausgeschaltet und ihr seht, der Beton ist schon buckelhart. So sieht die Platte jetzt mal aus. Hier sind noch ein paar Unebenheiten, wo die Hölzer waren. Das gefällt mir noch nicht so gut. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, da muss ich noch spachteln. Das waren jetzt quasi die Stellen, wo das Armierungsgewebe im Weg war, wo ich dann ein bisschen so rütteln musste mit dem Holz, dass die Rambarmuffen reingehen. Und da ist dann der Beton unter dem Holz, hat sich dann verschoben und ja, ist dann auch nicht mehr glatt geflossen. Er sagt jetzt mir, da hätte ich ein bisschen mehr Fließmittel zugeben müssen, und dann hätte sich das wieder von selbst nivelliert, auch unterm Holz. Aber ja, jetzt muss ich halt noch ein bisschen Betonkosmetik betreiben. Also ist jetzt nicht schlimm, aber ist halt wieder eine zusätzliche Arbeit. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns jetzt erst einmal die Oberseite an.
Ja, die Oberfläche ist echt gut geworden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich werde es euch dann aber erst in 1 bis 2 Wochen zeigen. Wenn die Oberfläche dann komplett fertig ist, muss noch eine Versiegelung drauf, muss noch poliert werden und natürlich muss ich die weiße Platte noch machen. Also, ich habe noch irgendwas zu tun. Wir sehen uns gleich wieder. Ah ja, und übrigens wollen wir ja noch schauen, ob die Sache mit den Magneten funktioniert. Das steht ja auch noch aus. So, da bin ich wieder. Die beiden Platten sind fertig und die Ergebnisse sind echt richtig gut geworden. Also ich bin da echt zufrieden. Mal vorab noch, ich habe die Platten noch von 400 bis 3000 abgeschliffen oder besser gesagt poliert. Danach habe ich eine Imprägnierung aufgetragen, danach noch ein Wachs und das Ganze dann auf Hochglanz poliert. Und dann sieht man mal, was man da aus ganz normalen Betonoberflächen alles rausholen kann. So, und jetzt zeige ich euch mal die Oberflächen. Das ist die weiße Platte hier. Da habe ich unsere weißen Farbpigmente verwendet und als Sand weißen Marmorsand. Und ihr seht schon, die Oberfläche, die ist echt richtig gut geworden. Komplett glatt und schön weiß, so wie es sein soll. Dann kommen wir auch zur nächsten Platte. Das ist die dunkle Platte. Die gefällt mir fast noch ein bisschen besser, weil man hier noch gewisse Schattierungen vom Beton sieht. Und ihr seht, der Beton, der ist wirklich so glatt. Also da kann man sich drin spiegeln. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut. Also was man alles aus Beton rausholen kann, das ist schon erstaunlich. Dann müssen wir natürlich auch noch die Sonderfunktion testen, die ich da eingebaut habe. Und zwar, dass man an der Platte Magneten anheften kann. Und bumm, ihr seht, funktioniert ausgezeichnet. Ah ja, und ihr solltet übrigens auch das machen, was euch das Schild hier sagt. Tischplatten haben wir dann vorab bei mir in der Werkstatt schon mal auf die Gestelle montiert, weil wir sicherstellen mussten, dass das Ganze dann auch funktioniert und dass bei der Messe alles klar geht. Und vor allem wollten wir auch wissen, ob die Verbindungen halten, also im aufgeklappten Zustand, ob die Rahmenbaumuffen halten. Das war kein Problem, das hat funktioniert und hier seht ihr jetzt mal das Design von dem Tisch. Ziemlich modern, würde ich sagen, höhenverstellbar, und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Tisch haltet, von dem Design. Das interessiert das Startup wahrscheinlich auch. Jetzt zeige ich euch mal noch ein paar Bilder von der Messe und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, dass euch das Video wieder ein wenig weitergeholfen hat, dass es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns zunächst wieder zu neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.